Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Markt wie Festo. Sie müssen jeden Tag Neues für den Kunden entwickeln, dann geben Sie Gas. Nun kann man sich gut vorstellen, auch in dem Bild der Straße, Sie fahren so schnell, dass Sie keine Zeit haben, außer vielleicht einen schnellen Tankstopp, sich um irgendwas zu kümmern. Das heißt, wir geben Gas und dann bleiben Dinge auf der Strecke. Und man nimmt sich, wie auch im täglichen Leben, noch viel zu wenig Zeit, sich um die Dinge zu kümmern, die man einfach sozusagen links liegen lässt. Und ihr könnt sich vorstellen, dadurch, dass wir so schnell gewachsen sind und eine Produktvielfalt haben von weit über 30.000 Produkten, haben wir mittlerweile eine Komplexität erreicht, wo wir sagen, das ist eine große Herausforderung. Gut, Komplexität in unserem Sinne heißt ja natürlich auch für den Kunden, wir bieten ihm ein paar Varianten, Möglichkeiten an, die er vielleicht anderweitig beim Wettbewerber so nicht bekommt. Und wir stellen natürlich fest, wir sind gewachsen aus der Historie raus mit vielen, vielen Produkten, vielen Varianten. Und wir sehen aber mittlerweile ca. 80% an Standards genügt für die meisten Anwendungen. Dort gilt absolut höchste Verfügbarkeit, bester Preis. Und diese 80% zu definieren, zu forcieren und auch zu treiben, um Volumeneffekte zu generieren, das sind sicherlich die Herausforderungen, die wir haben. Wir haben natürlich bei Festo schon immer drauf geschaut, unsere interne Varianz möglichst klein zu halten, aber dennoch auch für den Kunden möglichst große externe Varianz zu bieten. Das bedeutet, dass wir in der Entwicklung von neuen Produkten auch darauf achten, was gab es denn schon an vorhergehenden Produkten, was für Bauteile, was für Rohteile haben wir schon verwendet und eingesetzt. Wir haben so ein komplexes Portfolio, dass wir gar nicht überblicken können, was wir schon alles verbaut haben. Nun, nach innen muss ein Unternehmen versuchen, Komplexität so weit als möglich zu vereinfachen. Es waren der Herr Danner und der Herr Kisch, die gesagt haben, wir sollten uns mal mit dem Einkauf zusammentun, wir suchen uns da was und dann sucht man sich etwas raus, was keinem wehtut. Und dann passiert das Wunderbare, dass das, was keinem wehtut, sich als Goldgrube entpuppt. Da geht man daher, geht da mal ran und entdeckt Schätze. Wenn Sie Produkte anschauen und feststellen, dass Sie Produkte haben, wo der Kabeldurchmesser zum Beispiel gerade 0,1 mm nur unterschiedlich ist, stellen Sie sich natürlich die Frage, muss das sein? Und dann schauen Sie genauer in die Produkte rein und sehen, okay, da gibt es doch das eine oder andere, wo es sich überschneidet. Also wir bekommen ja die Kabel zu wesentlich besseren Preisen, wenn wir weniger Kabel zu höheren Stückzahlen einkaufen. Mit Smart Data digitalisieren wir diese Ähnlichkeiten direkt und können dann sehr schnell detektieren, wo wir Redundanzen haben und welches Potenzial denn hinter diesen Redundanzen eigentlich steckt. Durch den Einsatz von Soleil konnten wir 100% unserer Kundenanforderungen abdecken und auch natürlich alle unsere technischen Spezifikationen erfüllen, aber eben das mit nur 50% unserer Rohkabel. Das heißt, dass wir natürlich auch in der Entwicklung Kosten sparen können. Kosten und Zeitaufwände, denn wir müssen nicht mehr aus einer Vielzahl von Rohkabeln auswählen, sondern haben einige wenige, bei denen wir wissen, dass sie funktionieren und für Neuentwicklungen geeignet sind. Der Use Case hat gezeigt, dass sehr hohe Potenziale machbar sind und die liegen dann deutlich im Hunderttausender, wenn nicht im Millionenbereich. Nach innen für Festo muss es in unserem ureigensten Interesse sein, diese Komplexität zu reduzieren, um die Komplexitätskosten nach innen zu reduzieren. Und das ist uns hier in diesem Fall auch gelungen, weil durch die einzigartige grafische Visualisierung, dass sich Komplexität sichtbar machen kann, wo ein Mensch, der im Prinzip nur Zahlenkolonnen sieht, jetzt plötzlich eine grafische Komplexitätsdarstellung hat, fällt es einem Mitarbeiter bei uns viel leichter, an den richtigen Stellen die Komplexität für uns nach innen so zu vereinfachen, dass wir im Grunde genommen für den Kunden noch bessere Lösungen liefern können. Und da hat sich der Ansatz von Soleil bei uns hier im Hause bewährt.